Wir sind hier im Horizont Finishing First Event in Quickborn, Nord von Hamburg. Und ich habe eine neue Freundin gefunden hier. Es ist Tobias von Bahle Druck und Medien, ist es so? Richtig, Bahle Druck und Medien, ja genau. Fantastisch, gut dir zu sehen. Wir sind hier mit Horizont und du bist eine Horizont-Kunde schon. Ja. Hast du etwas Neues gesehen, das ist interessant für dich? Ja, oder hast du schon alles? Ich hab 5 Maschinen zu Hause, ich habe schon ein bisschen was, habe schon Erfahrung mit Horizont, auch gute Erfahrungen. Habe jetzt aber den neuen Stitchliner Mark V gesehen, wo sehr interessant ist für mich. Oder den neuen Klebebinder, wo auch so einen sehr guten Eindruck macht. Alles ist sehr spezialisiert auf gewisse Themen. Man muss auch schauen, dass man auch die Aufträge für diese Themen dann hat. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man investieren, das muss man in die richtige Ausrüstung investieren. Ich habe mich auch mit einem Kollegen unterhalten, vielleicht ist es auch einfach die Zukunft, dass man nicht einen Bauchladen an ganz vielen Produkten hat, sondern einfach nicht sich spezialisiert und sagt, ich mache Klebebindung, ich mache Hardcover oder ich mache Rückstichheftung und sich dann mehr spezialisieren. Früher war das mehr wie gesagt, ein Bauchladen, Visitenkarten, Bücher, alles, Broschüren, Mappen. Ich denke, bei so Hochleistungsanlagen muss man sich dann mehr spezialisieren. Was ich mache mit dem neuen Biko 500 ist, das ist beide eine Softcover-Buchbindung, aber es ist auch Buchblocker für Hardcover. Right? Ja. So hier hat man 2 verschiedene Produktionsmethoden in einer Maschine. Das ist ein guter Weg zu gehen, glaube ich. Ja, das hat der Horizont ganz neu gemacht mit der Hardcover-Fertigung. Ja. Und ich denke auch, dass es ein neuer Markt ist, weil einfach die Auflagen runtergehen, es gibt keine Lagerhaltung mehr. Das Thema Inkjet ist schon da, aber das wird noch weiter stärker werden auf dem Markt. Wir machen selbst auch Softcover-Produktion und man kann ja auch jetzt mit Softcover starten und später für Hardcover dann aufsetzen. Ja. Anschließend. Aber hier ist mit alle die Dinge, die man braucht mit HC. Ich kann es nicht in Deutsch sagen, aber es ist mit Endpapier und so. Ja. Eine der Themen an einem Event wie diesem ist Automatisierung. Ist das etwas, das ist wichtig in deinem Unternehmen? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Man findet immer weniger Fachkräfte, haben ja auch vorher in der Podiumsdiskussion gehört. Und Horizont hat schon die Touch-Displays, wo man gut bedienen kann, wo auch ungelernte Kräfte relativ schnell gute Ergebnisse dann erzielen können. So, es ist wichtig. Es ist wichtig, ja. Die Maschinen werden ja immer teurer, muss man sagen, weil immer hochautomatisierter werden, immer spezieller werden. So, man muss natürlicherweise die Kunden haben, die so man realisieren, die und profitabel, weil wenn es teuer ist, dann muss man mehr Geld kriegen. Ja, oder man muss dann noch mehr Aufträge haben eben für diese Maschinen, weil sie sind ja auch hoch effektiv. Wir können ja sehr viele Aufträge dann machen. Ja. Aber du hast gesagt, dass Sie haben eine Domino-Maschine. Wir haben eine Rollen-Inkjet-Maschine von Domino. Ja. Und ich glaube, das ist ganz produktiv. Ja, so die arbeitet mit 250 Meter in der Minute. Ja. Wirklich? Okay, das ist die läuft bei uns 2 bis 3 schichtig. Also machen wir 50 Tonnen Papier in einem Monat auf dieser Inkjet-Maschine. Und kannst du genug Papier kriegen von deinen Lieferanten? Oder? Ja, jetzt hat es sich wieder entspannt. Papier kommt wieder, es ist nur teuer. Okay, wie immer, ja. Ja, kostet das Doppelte wie vor einem Jahr ungefähr. So, wie hast die Event hier für dich gewonnen? Ja, es ist sehr interessant. Es ist auch interessant, andere Leute mal wieder nach der Corona-Zeit zu treffen, sei es Branchenkollegen, aber auch Zulieferkollegen, um sich einfach über verschiedene Themen auszutauschen. Man bekommt vielleicht nicht mehr den totalen Kick, was ganz Neues zu haben, weil man kennt schon vieles, auch im Internet. Aber auch durch den Austausch kann man sich vielleicht Tipps holen, sich bestätigen in seinem Weg. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Fantastisch. Danke sehr. Ja, ich danke dir auch.